Fangen wir mal an mit diesen Belästigungsvorwürfen. Das geht ja heute ziemlich hoch in den Nachrichten gegen Ihren Berliner Fraktionskollegen. Stefan Gelbhaar heißt er. Da ist noch vieles ungeklärt. Um es nur noch mal kurz den Zuschauern klarzumachen, offenbar war eine Zeugin gegen ihn und damit auch die Vorwürfe gegen ihn frei erfunden. Die Zeugin war erfunden. Wer von der Grünen-Spitze, Frau Baerbock, war denn involviert, dass man Herrn Gelbhaar vor einigen Wochen zum Rückzug aufgefordert hatte? Also als Außenministerin kann ich dazu nichts sagen, sondern es gibt gerade andere Herausforderungen weltweit. Da kümmern sich bei uns natürlich die Parteizentrale drum. Hey Leute, was ist das bitte für ein grüner Skandal? Während ein eigener Abgeordneter von seinen Parteifreunden zerstört wird, steht Annalena Baerbock da und bringt wohl die dreisteste Ausrede aller Zeiten. Als Außenministerin kann ich dazu nichts sagen. Es gibt andere Herausforderungen in der Welt. Echt jetzt? Die Grünen, die sonst immer Moral predigen und andere an den Pranger stellen, vertuschen plötzlich alles, was ihnen nicht passt. Pressefragen, unerwünscht. Kritische Nachfragen, Hausverbot. Und dann auch noch diese Schweigespirale bei Habeck, Baerbock und Co., obwohl der Wahlkampfleiter Audrich dabei ordentlich profitiert hat. Zufall? Wohl kaum. Bleibt dran, wir ziehen das Ganze auseinander. Und vergesst nicht, liken, abonnieren und haut eure Meinung in die Kommentare. Die Wahrheit muss raus. Auf geht's! Es gibt vor allen Dingen so ein grünes Beleidigtsein. Also ich glaube, komplizierter ist es nicht. Die Grünen sind die besseren Menschen, sie haben die besseren Konzepte, sie wollen geliebt werden, man soll ihnen einfach vertrauen. Und wenn dann jetzt jemand kommt und kritisiert und nachhakt und lästig wird, dann macht die Partei zu wie eine Auster. Zum Kommunikationsdesaster eskaliert dieses Wochenende ein weiteres Problem. Die Grünen werden von einer Intrige erschüttert, mögliche Belästigungsvorwürfe gegen einen Bundestagsabgeordneten. Eine Intrige, zu der sich der Kanzlerkandidat bislang nicht verhalten hat. Wahlkampfpoesie hilft da nur bedingt. Es bräuchte Krisenmanagement. Mal wieder. Und bei uns ist Außenministerin Annalena Baerbock, die gemeinsam mit Robert Habeck das Spitzenduo für den Bundestagswahlkampf der Grünen bildet. Guten Abend, Frau Baerbock. Schönen guten Abend. Fangen wir mal an mit diesen Belästigungsvorwürfen. Das geht ja heute ziemlich hoch in den Nachrichten gegen Ihren Berliner Fraktionskollegen. Stefan Gelbhaar heißt er. Da ist noch vieles ungeklärt. Um es nur noch mal kurz den Zuschauern klarzumachen, offenbar war eine Zeugin gegen ihn und damit auch die Vorwürfe gegen ihn frei erfunden. Die Zeugin war erfunden. Wer von der Grünen-Spitze, Frau Baerbock, war denn involviert, dass man Herrn Gelbhaar vor einigen Wochen zum Rückzug aufgefordert hatte? Also als Außenministerin kann ich dazu nichts sagen, sondern es gibt gerade andere Herausforderungen weltweit. Da kümmern sich bei uns natürlich die Parteizentrale drum, die Ombudsstelle. Und zur ganzen Geschichte gehört ja auch noch der RBB, der darüber zu Beginn dann berichtet hat, über Dinge, die bei uns parteiintern erstmal aufgeklärt wurden. Also mehr dazu kann ich an dieser Stelle nicht sagen. Nur weil Sie zum Spitzenduo ja auch der Grünen Partei im Wahlkampf gehören. Aber noch mal zu der Frage, wenn sich diese Vorwürfe, und vieles habe ich gesagt, ist ja noch ungeklärt, als falsch herausstellen würden. Er war Listenkandidat Platz 2. Nun ist Ihr Wahlkampfmanager Andreas Audrich, auf diesen Listenplatz gerutscht. Könnte denn der Herr Gelbhaar rehabilitiert werden? Könnte er sozusagen den Listenplatz 2 zurückbekommen? Also wie gesagt, ich kann dazu mehr nichts sagen. Da gibt es Gremien, die kümmern sich darum und das ist auch richtig so. Und der Wahlkampfmanager hat damit auch nichts zu tun. Es ist Wahlkampf. Da versuchen immer alle, das haben wir ja auch in Ihrem Beitrag gehört, natürlich von der politischen Konkurrenz zu versuchen, oh, kann man da noch mal reinpieksen. Aber wie gesagt, ich kann da weiter nichts zu sagen. Wenn es falsch wäre, wäre es dramatisch für die Biografie natürlich Ihres Fraktionskollegen. Aber bleiben wir mal beim Krisenmanagement. Die Debatte, Abgaben, Sozialabgaben auf Erspartes zu machen, das zeigt ja wieder, dass man im Grunde auch mit dem Krisenmanagement überfordert war. Die ganze Woche, wir haben es im Beitrag gesehen. Warum haben die Grünen so wenig aus ihrer eigenen Krisenerfahrung? Sie haben das erlebt als Kanzlerkandidatin vor 3 Jahren. Da waren Sie sozusagen auch in der Krise und haben irgendwann mal gesagt, der Umgang mit der Krise ist eigentlich das große Problem. Jetzt hat man den Eindruck, sind die Grünen wieder falsch im Umgang. Ganz und gar nicht. Also wir haben gerade so einen Rückenwind, wie wir das lange nicht hatten. Wir sind im Herbst ungefähr bei 10%, standen wir da. Und jetzt sind wir in mehreren Umfragen gleich auf mit der SPD. Ich glaube, gestern Abend, heute früh kam gerade eine
Umfrage für Nordrhein-Westfalen heraus, ist bekanntermaßen das größte Bundesland mit Bevölkerungszahl. Und dort sind wir ebenfalls gleich auf mit der SPD, die Union. Auch da ist interessant abzulesen, während sie im Bund ja jetzt absagt. Hendrik Wüst mit seinem Regierungsstil Schwarz-Grün funktioniert da offensichtlich gut. Sie haben ja die Veranstaltung eingeblendet. Ich war selber gerade in Würzburg, jetzt nicht die allergrößte Stadt in Bayern. Da waren 1800 Leute. Wir mussten Leute leider sagen, wir können sie nicht mehr hereinlassen. Wir haben 30.000 neue Mitglieder in den letzten Wochen seit dem Ampel aus. Also für uns geht es gerade stetig nach oben und natürlich wollen wir genau daran weiter arbeiten, weil es wird darum gehen. Ein bisschen nach Gesundbeterei wird schon werden. Aber Sie bleiben noch ein bisschen bei uns, weil wir haben jetzt noch ein weiteres Thema, was Sie als Außenministerin beschäftigt. Und da sprechen wir gleich weiter. Das war ein Zufallsbild, hatten Sie schon mal gesagt. Aber mehr als zynisch, sagt Toni Hofreiter, agiere der Kanzler in dieser Frage, Ukraine-Hilfe gegen Sozialausgaben zu stellen. Sehen Sie das auch so? Das Verteidigungsministerium und auch mein Haus, wir haben bereits im Herbst daran gearbeitet, wie wir dazu kommen können, dass wir die Ukraine-Hilfe nicht halbieren. Weil darum geht es, dass wir auch in den kommenden Monaten so viel bereitstellen an Unterstützung wie im Jahr 2024. Und zwar nicht nur für die Ukraine, sondern für unseren eigenen Schutz, für unseren Frieden. Ja, 7,5 Milliarden für militärische Hilfe, für unseren Schutz und vor allen Dingen für den Schutz unserer osteuropäischen Nachbarn. Darum geht es, um Frieden in Europa zu sichern. Und da können wir nicht auf das Prinzip Hoffnung setzen. Aber es klingt so, als täten Sie das, weil Sie machen sozusagen die Ukraine heiß. Es gibt 3 Milliarden mehr, aber Sie setzen sich nicht durch beim eigenen Kanzler. Also ist er nun zynisch oder nicht? Also wie gesagt, der Vorschlag kam auch aus dem Verteidigungsministerium. Wir haben hier ja auch etliche SPD-Kollegen gehört. Es gibt eine große, große Einigkeit bei sehr, sehr vielen im Deutschen Bundestag, dass es um unsere eigene Sicherheit geht. Und genau die können wir jetzt nicht hinten anstellen. Putin wird uns nicht den Gefallen tun, zu sagen, ach, wir machen jetzt erst mal irgendwie Pause, weil in Deutschland Bundestagswahl ist, sondern genau das Gegenteil. Er nutzt ja diese Situation. Das heißt, jegliche Verunsicherung gefährdet unsere eigene Sicherheit. Wir haben das gerade mit einem havarierten Öltanker in der Ostsee vor Rügen gesehen. Der ist ja nicht durch Zufall dort gewesen. Aber Frau Ministerin, einen Mann werden Sie ganz besonders brauchen bei dieser bedrohten Lage für die Ukraine und wenn Sie sagen, auch für uns eine bedrohte Lage. Und das ist Donald Trump. Der wird morgen wieder Präsident der USA sein. Und Ihr Botschafter, Andreas Michaelis in Washington, hat ein Memo geschrieben, was geleakt worden ist, wo er Trump im Grunde als Antidemokraten darstellt. Ist das sinnvoll, dass Ihr bester Mann und erster Mann in Washington so ablästert über den Mann, der am wichtigsten sein wird für Deutschland? Auch hier würde ich gerne bei den Fakten bleiben, weil das ist ja die Gefahr in Wahlkämpfen. Das haben wir genau in Amerika gesehen. Wenn es nur noch um irgendwelche Halbwahrheiten geht bei der Ukraine-Hilfe, ist es genauso. Kein Rentner muss Kürzungen befürchten, weil wir unseren Frieden sichern. Das gehört Hand in Hand zusammen. Und natürlich berichten Botschaften, das ist ihr Auftrag, gerade bei Regierungswechseln darüber, worauf müssen wir uns einstellen. Das tut natürlich auch Washington, unsere Botschaft dort. Und der US-Präsident hatte ja bereits angekündigt, was er gerade auch mit Blick auf Entscheidungen, die in Zukunft allein aus dem Weißen Haus getroffen werden sollen, mit Blick auf Eingriffe auch im Justiz- und im Rechtsbereich. Und darauf müssen wir uns natürlich einstellen. Die USA ist unser engster Partner. Wir wollen weiter eng zusammenarbeiten, aber wir wollen natürlich auch für unsere eigenen Interessen weiter einstehen. Wir sind gespannt, wie das klappen wird. Ganz herzlichen Dank für den Besuch hier bei Berlin direkt.